Der, die, das. Kein Problem mehr. Die besten Techniken für deinen Kopf. Du bist nicht allein. Vor ein paar Tagen schrieb jemand einen Kommentar unter einem meiner Videos. Alles Gute, aber mein Problem sind die Artikel. Der, die, das. Ohne Artikel kann ich gut und fleißig sprechen, aber mit Artikeln leider nichts. Haben Sie dafür Empfehlungen? Und weißt du was? Du bist nicht allein. Fast jeder, der Deutsch lernt, kennt genau dieses Gefühl. Die kleinen Worte der, die, das scheinen stärker zu sein als ganze Sätze. Man spricht fließend, bis plötzlich ein Artikel fehlt und der Kopf blockiert. Aber hier ist die Wahrheit. Artikel sind kein Hindernis. Sie sind nur ein Teil der Musik der Sprache. Am Anfang klingen sie verwirrend, wie Noten, die nicht zusammenpassen. Doch wenn du sie oft hörst, beginnen sie Sinn zu ergeben. Fehler bedeuten nicht, dass du schlecht bist. Sie bedeuten, dass du mutig bist. Denn wer spricht, obwohl er sich unsicher fühlt, wächst schneller als derjenige, der schweigt. In diesem Video wirst du lernen, wie du mit Artikeln umgehen kannst, ohne Angst, ohne Perfektionismus. Du wirst einfache Techniken entdecken, um sie im Alltag zu spüren, zu hören, zu verstehen. Mach dich bereit. Heute wirst du nicht nur Grammatik lernen, heute beginnst du, Artikel als Freunde zu sehen. Warum dich Artikel blockieren? Viele Lernende spüren es. Du willst sprechen, du hast die Wörter, du kennst die Bedeutung, aber dann kommt dieser Moment der Unsicherheit. War es der Tisch oder die Tisch? Vielleicht das Tisch? Und plötzlich ist dein Kopf leer. Das ist kein Grammatikproblem, das ist ein mentales Problem. Nicht, weil du faul bist, sondern weil du gelernt hast, dass Fehler gefährlich sind. Doch genau hier beginnt die Freiheit. Wenn du aufhörst, dich zu fürchten, beginnst du wirklich zu sprechen. Sprache ist keine Prüfung. Sprache ist Bewegung, Rhythmus, Verbindung. Und jedes Mal, wenn du sagst, der, die, das, egal, und trotzdem weiterredest, trainierst du deinen Mut und dein Gehirn gleichzeitig. Viele denken, man müsse zuerst alle Regeln perfekt können, um sprechen zu dürfen. Aber das ist wie beim Schwimmen. Du lernst nicht zu schwimmen, indem du über Wasser liest. Du lernst, indem du ins Wasser gehst. Und ja, du wirst ein paar Mal untertauchen, aber genau das macht dich stärker. Wenn du Deutsch sprichst, dann denk nicht an Regeln, denk an Bilder, an Situationen, an Menschen. Sag, was du fühlst, auch wenn der Artikel nicht stimmt. Denn du wirst sehen, mit jedem Satz, mit jedem Versuch wird dein Ohr sensibler, dein Gefühl klarer. Perfektion kommt nicht vor dem Sprechen. Perfektion kommt durch das Sprechen. Der mentale Wechsel: Artikel als Farben sehen. Wenn du anfängst, Deutsch zu lernen, siehst du die Artikel vielleicht wie Feinde. Sie stehen im Weg, sie machen alles komplizierter. Aber was wäre, wenn du sie anders sehen würdest? Stell dir vor, die Artikel wären Farben. Der ist vielleicht blau, stark, klar, ein bisschen ernst. Die ist rot, lebendig, offen, voller Energie. Das ist grün, ruhig, neutral, harmonisch. Und jedes Nomen hat seine eigene Farbe, seine eigene Stimmung. Wenn du ein Wort lernst, versuch diese Farbe zu spüren. Sag nicht einfach Tisch, sag der Tisch und stell dir einen blauen Tisch vor. Sag die Lampe und sieh das warme, rote Licht. Sag das Auto und spür das neutrale, grüne Gefühl der Bewegung. Dein Gehirn liebt Bilder. Wenn du mit Emotionen und Vorstellungskraft lernst, speichert dein Gehirn die Information viel tiefer. Du lernst nicht nur Wörter, du baust Verbindungen. Versuche also nicht zu kämpfen, sondern zu spielen. Lass die Artikel
Teil deiner Fantasie werden. Wenn du lachst, wenn du dich bewegst, wenn du etwas fühlst, dann lernst du doppelt so schnell. Die Artikel sind keine Barrieren, sie sind kleine Freunde, die dir helfen, jedes Wort lebendiger zu machen. Je mehr du sie spürst, desto natürlicher werden sie. Und irgendwann denkst du gar nicht mehr darüber nach. Das Geheimnis der Endungen. Technik 1. Vielleicht hast du dich schon gefragt, gibt es überhaupt eine Logik hinter der die, das? Ja, es gibt sie. Natürlich gibt es Ausnahmen, wie immer im Deutschen, aber viele Wörter folgen klaren Mustern. Und hier ist die gute Nachricht. Wenn du diese Muster erkennst, wirst du in vielen Fällen automatisch den richtigen Artikel fühlen, ohne auswendig zu lernen. Der, maskulin. Oft enden maskuline Wörter auf er, n, ich, ling, Ohr. Der Lehrer, der Regen, der König, der Schmetterling, der Motor. Sie klingen oft kräftig oder aktiv. Merke dir, der hat Energie, Bewegung, Richtung. Die, feminin. Viele feminine Wörter enden auf e, heit, kite, schafft, Ion, tät. Die Blume, die Freiheit, die Zeitung, die Freundschaft, die Nation, die Universität. Diese Wörter wirken weich, rund, offen. Merke dir, die bringt Leben und Emotion. Das Neutrum. Das Neutrum findest du oft bei Endungen wie chen, lein, ment, tum, Das Mädchen, das Instrument, das Zentrum, das Eigentum. Vieles sind Verkleinerungsformen oder neutrale Dinge. Wenn du also ein neues Wort lernst, achte auf das Ende. Es ist wie ein kleiner Hinweis, ein Geheimcode der Sprache. Schreib das Wort immer mit seinem Artikel zusammen, nie allein. So lernt dein Gehirn Muster, nicht Regeln. Und jedes Mal, wenn du das tust, trainierst du dein Sprachgefühl. Schritt für Schritt, ohne Stress. Der Artikel im Plural. Technik 2. Und jetzt kommt eine wunderbare Nachricht. Im Plural ist das Leben einfach. Egal ob der, die oder das, im Plural heißt es immer die. Das bedeutet, sobald du mehrere Dinge meinst, brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Der Tisch, die Tische, die Lampe, die Lampen, das Auto, die Autos. Die ist im Plural für alle gleich. Aber natürlich gibt es wieder kleine Details, die dir helfen können, das Muster zu verstehen. Viele Pluralformen folgen bestimmten Endungen. E, die Blume, die Blumen. N, die Katze, die Katzen. Er, das Kind, die Kinder. S, das Auto, die Autos. Du kannst dir diese Endungen wie kleine Musiknoten vorstellen. Wenn du sie oft hörst, beginnt dein Ohr automatisch sie zu erkennen. Deshalb ist es so wichtig, dass du Deutsch hörst, nicht nur liest. Jedes Mal, wenn du einen Satz hörst wie „Die Bäume sind grün“ oder „Die Lehrer sind nett“, speichert dein Gehirn den Rhythmus. Und bald wirst du merken, du weißt einfach, was sich richtig anhört, auch ohne nachzudenken. Mach daraus ein Spiel. Wenn du einen Gegenstand siehst, sag laut den Singular und Plural.
der Stuhl, die Stühle, das Buch, die Bücher. So wächst dein Sprachgefühl, nicht durch Angst, sondern durch Freude und Wiederholung. Wie dein Gehirn Artikel wirklich lernt. Viele Lernende versuchen, Artikel mit langen Listen zu lernen. Sie schreiben der Tisch, der Stuhl, der Hund und hoffen, dass sie alles merken können. Aber das Gehirn funktioniert anders. Es liebt keine Tabellen. Es liebt Bilder, Klänge und Wiederholungen im Kontext. Wenn du immer nur Wörter isoliert lernst, bleibt das Wissen oberflächlich. Doch wenn du sie in Verbindung hörst oder siehst, entstehen starke neuronale Brücken. Darum ist es so wichtig, dass du nicht nur Wörter, sondern Wortgruppen lernst, sogenannte Chunks. Sag also nicht einfach Tisch. Sag immer, der Tisch steht da. Nicht Lampe, sondern die Lampe ist schön. Nicht Auto, sondern das Auto fährt schnell. So speicherst du den Artikel automatisch mit. Du merkst ihn nicht, du fühlst ihn. Dein Gehirn braucht Emotion, Klang und Bewegung. Wenn du etwas laut sagst, mit Gestik oder einem Lächeln, aktivierst du viele Bereiche im Kopf gleichzeitig. Das ist wie ein Training. Je mehr Sinne du nutzt, desto stärker wird dein Sprachgefühl. Deshalb hör zu, wiederhole, sprich laut, mach Fehler mit Stolz. Dein Gehirn liebt Wiederholung, nicht Perfektion. Wenn du regelmäßig dieselben Phrasen mit Artikeln hörst, wird dein Unterbewusstsein den Rhythmus erkennen. Und eines Tages wirst du merken, du denkst der, die, das, ohne darüber nachzudenken. Übung und Alltag. Artikel integrieren. Wissen allein reicht nicht. Du musst die Sprache leben, nicht nur lernen. Artikel werden erst dann Teil von dir, wenn du sie im Alltag benutzt. Mach daraus ein Ritual. Wenn du morgens aufstehst, sieh dich um und benenne, was du siehst, mit Artikel. Der Spiegel, die Tür, das Bett. Wenn du kochst, die Pfanne ist heiß, der Löffel liegt auf dem Tisch. Wenn du draußen bist, das Auto ist rot, die Sonne scheint, der Hund bellt. Diese kleinen Momente sind magisch. Du brauchst keine Vokabellisten, keine App, nur Bewusstsein. Denn jedes Mal, wenn du etwas auf Deutsch benennst, trainierst du dein Gehirn, die Welt durch die deutsche Struktur zu sehen. Mach es laut, wenn du kannst. Wenn nicht, denk es innerlich. Es ist egal, wie perfekt es klingt. Hauptsache, du machst es regelmäßig. Du kannst auch Post-its benutzen. Schreib der Kühlschrank, die Lampe, das Fenster auf kleine Zettel und kleb sie an die Gegenstände. So wird deine Wohnung zu deinem Klassenzimmer. Und der schönste Effekt, nach ein paar Wochen wirst du merken, dass du nicht mehr übersetzt. Du siehst den Gegenstand und das Wort mit Artikel taucht automatisch auf. Das ist der Moment, in dem du nicht mehr lernst, du denkst auf Deutsch. Geduld und Freude, der Weg zur Meisterschaft. Viele Menschen geben zu früh auf. Sie sagen, ich kann mir die Artikel nie merken. Aber das ist nur eine Geschichte, die du dir selbst erzählst. Die Wahrheit ist, du brauchst keine perfekte Erinnerung. Du brauchst Geduld. Sprache wächst wie ein Baum. Du siehst die Wurzeln nicht, aber sie werden jeden Tag stärker. Jedes Mal, wenn du der, die, das sagst, pflanzt du einen kleinen Samen. Und irgendwann, ohne dass du es merkst, wächst ein Wald. Deshalb, hör auf, dich zu stressen. Freu dich über kleine Fortschritte. Sag dir, heute habe ich 3 Artikel richtig gesagt. Das ist fantastisch. Dein Gehirn liebt positive Emotionen. Wenn du dich freust, öffnest du die Tür für echtes Lernen. Wenn du dich unter Druck setzt, schließt du sie. Lernfreude ist kein Luxus. Sie ist der Motor deiner Entwicklung. Lach über deine Fehler, feiere deine kleinen Siege. Mach aus dem Lernen ein Spiel, nicht eine Prüfung. Denk daran,
Niemand wurde fließend, weil er sich gequält hat. Man wird fließend, weil man dranbleibt. Mit Neugier, mit Lächeln, mit Liebe zur Sprache. Jede Minute, die du mit Freude lernst, zählt doppelt. Denn das Gehirn erinnert sich besser an Dinge, die mit Emotion verbunden sind. Darum lerne mit Geduld. Aber noch wichtiger, lerne mit Freude. Emotionale Verbindung zur Sprache. Die deutsche Sprache ist nicht nur Grammatik, sie ist Musik. Jedes Wort hat seinen Klang, seinen Rhythmus, seine eigene Energie. Und wenn du wirklich Deutsch lernen willst, musst du diese Musik fühlen. Hör zu, wenn Muttersprachler sprechen. Sie sagen nicht einfach der Tisch, die Lampe, das Auto. Sie singen es. Mit Betonung, mit Gefühl, mit Leben. Der Tisch klingt fest und stabil. Die Lampe klingt hell und offen. Das Auto klingt ruhig und gleichmäßig. Spürst du das? Jeder Artikel hat seinen Ton. Wenn du diese Töne wahrnimmst, beginnst du die Sprache körperlich zu verstehen. Dann ist es nicht mehr nur Lernen, es ist Erleben. Versuche also Deutsch nicht nur mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen zu hören. Schließe die Augen, höre einen Satz, wiederhole ihn wie eine Melodie. Mach es laut, flüsternd, rhythmisch, spiel mit dem Klang. Denn Sprache ist Schwingung. Wenn du den Rhythmus fühlst, findest du automatisch den richtigen Artikel. Dein Ohr wird ihn erkennen, bevor dein Verstand es merkt. So verbinden sich Klang, Gefühl und Bedeutung. Und plötzlich ist Deutsch nicht mehr schwer, sondern schön. Je tiefer du dich mit dieser Musik verbindest, desto natürlicher wirst du sprechen. Denn wer die Sprache fühlt, braucht keine Angst mehr vor Fehlern. Er lebt sie. Schluss: Freiheit vor Perfektion. Am Ende geht es nicht um Regeln, nicht um Tests, nicht um Tabellen. Es geht um Freiheit. Freiheit, dich auszudrücken, Fehler zu machen, laut zu denken. Freiheit, deine Gedanken auf Deutsch zu formen. Ohne Angst, ohne Scham. Perfektion ist kein Ziel. Perfektion ist eine Folge davon, dass du immer wieder den Mut hast, zu sprechen. Niemand wartet, bis er perfekt ist, um zu leben. Also warte auch nicht, bis du perfekt bist, um Deutsch zu sprechen. Sprich, auch wenn du zögerst. Lach, auch wenn du stolperst. Mach weiter, auch wenn du zweifelst. Denn jeder Satz bringt dich näher zu dir selbst. Mit jedem der, die oder das wirst du ein bisschen mutiger, ein bisschen klarer, ein bisschen freier. Sag dir heute: Ich lasse den Perfektionismus los. Ich denke und spreche auf Deutsch, so wie ich bin. Du musst nicht jeden Artikel wissen. Du musst nur wissen, dass du lernst und dass du schon heute auf dem richtigen Weg bist. Die Artikel werden mit dir wachsen. Sie werden sich in dein Gefühl, in deinen Klang, in deine Sprache einbetten. Eines Tages wirst du sprechen, fließend, sicher, natürlich. Und du wirst dich erinnern, es begann in dem Moment, in dem du beschlossen hast, frei zu sein.